Und das ist geil. Es muss gemacht werden. Ja, nur manchmal gehen mir auf den Sack. Und guck nicht so, den Blick hasse ich. Also, Er ist derjenige, der seit 30 Jahren an Wohnmobil schraubt. Er war Schauspieler und wollte was anderes machen. Der größte Fehler, den er hat, ist, dass er mich mag. Michael? Es machte einfach Spaß mit dem Auto. Ja. ZDF. Na, fast richtig. Y, Das ist jetzt unser Robin, dem gehört das Vintage-Wohnmobil, der weiße Gran Via. Auch ein sehr exklusiver Mensch. Geiler Typ. Und? Der Kühlschrank jetzt da, hä? Ist unterwegs? Ist unterwegs. Ja, also der müsste diese Woche kommen. Ja. Und, Ja, ich will ja noch dieses Jahr nach Portugal fahren, ne? ja, klar. Das Irgendwann sollst du ja auch. muss ich schon mal losfahren. 250 PS, 11 Meter lang. Ging's nicht kleiner? Weil das halt ein spezielles Wohnmobil ist, wo nicht jeder fährt. Und ich ein spezieller Mensch bin. Ne? Schlechte Neuigkeiten. Der Gepäckraum ist Schrott. Lieber Gott, hä? Die haben halt den Fehler gemacht, dass es so schön so aussieht, dass sie unten diese Verkleidung drunter haben. Und da hat sich die Feuchtigkeit gebildet, die den Rahmen aufgefressen hat. Allah, ey. Muss man neu machen. Und? Überrascht? Ja. Aber nicht angenehm. Was heißt denn das? Das ist, muss ich noch zu viel neu hängen. So viel wollte ich nicht mehr neu hängen. Ich sag mal so, das ist ein Oldtimer nächstes Jahr. Wenn du den so aufgebaut hast, wie du es dir vorstellst, dann stellt er auch wieder einen gewissen Wert dar. Das Fahrzeug kostete 92 in den USA 300.000 $. In Europa gibt's heute maximal noch eine Handvoll, sagt so Sachen Micha. sind werkseitig. Da wundert man sich manchmal, wie die Amerikaner arbeiten. Aber das ist auch so, die hauen da einfach in die Vollen rein und was zu viel ist, ist egal. Ja, mein Freund Laschek, ich höre ja nur Gutes von euch, ne, bei Facebook. Ne? Ja, hoffentlich. Bei Facebook schreiben sie nur gut über euch, gell? Ne? Ich komme schon lange zu euch, ne? Schon Jahre. Lech, der Schrauberchef, hat keine Zeit für Smalltalk. Also das hat alles funktioniert. Ja, das wird aber langweilig, wenn du nur so uns drehst, ne? Stimmt zwar nicht, aber gut. Wir gehen mit Lech. Der muss schnell einen Holiday Rambler begutachten. Lech prüft auf Schimmel und Wasserschäden. Micha nennt ihn Schimmelspürnase. Alles dicht. Ganz wichtig, Innenraum, ganz wichtig, Undichtigkeit. Da müssen wir sofort reagieren. Wenn irgendwas komische Farbe an die Decke ist, ja, dann müssen wir auf dem Dach abdichten. Weil kann schnell passieren, dass du den Wagen kannst du entsorgen, wenn er viel Wasser kriegt. Aber es sieht gut aus, momentan. Ja, schönes Wagen. Und? Wäre so eine Kiste was für dich? Nee. Nein, das ist... Ich brauche eine Wohnung oder Haus. Also im Wohnmobil will ich nicht leben. Wenn, dann vielleicht schönes Fahrzeug kaufen, irgendwo hinbrettern, anschauen, Urlaub machen. Also im Hotel irgendwie 2-3 Tage hier, 2-3 Tage da und dann wieder zurück. Aber so im Wohnmobil, ja, meine Frau sowieso will nicht. Also da können wir sowieso jetzt vergessen. Zurück zu Robin und seinem Ford Travel Grand Villa Unihome. Der will ja schnellstmöglich nach Portugal. Das Teil hat er gebraucht gekauft. Aber die Rostschäden hat er nicht erkannt. Ja, sicher. Ja? Ja, sicher. Hast du Generator auch Hause schon, ne? Es muss alles raus, weil es ja komplett nachgebaut wird. Du musst komplett, also ohne den Rahmen, ne? Alles. Und bis hoch, ne? Der ganze Rahmen. In die Grube mit Robin.
Bei der Laune? Sind nur die Jetzt, wir sind ja jetzt vorne am wir sind sind jetzt hinten. hinten. Ne? Ja, ja. Da ist, das ist ja nur. Ich blicke überhaupt nicht mehr durch, wo ich bin. Ah, da. Hinne. Ah, ja, da. Also was hier bestimmt kein Vorteil ist, ist die Verblendung. Weil da hat sich immer schön irgendwelches Wasser, Feuchtigkeit bildet sich ja auch. Ne? Und dann hat es natürlich Zeit, Das ist noch nicht das ganz durchzufuttern. durchgerostet. Nee. Aber das bauen wir alles in Edelstahl nach. Der Robin, der ist so, sagen wir, ein bisschen enttäuscht von dem Zustand des Fahrzeugs. Er hat ja TÜV und alles und jetzt haben wir doch Kleinigkeiten entdeckt, die ihn da ein bisschen missstimmig gemacht haben. Und da war es besser, wenn er erst mal da unten allein mit sich war. Und da kann er das nicht gebrauchen, dass du noch mit dabei bist und irgendwelche Sachen filmst, die ihm ohnehin schon aufstoßen. Ne? Den Ding hat er auch bestellt, da, den Griff, ne? Ja. Ah, das sind etliche Tausend. Was schätzen? Da bist du wahrscheinlich wieder so ein Zehner oder so. 10.000. Alles zusammen. Mit den 5.000, wo ich schon gebraucht habe, oder? Ja. Ja. Na ja, sehen wir, dann muss gemacht werden. Es muss gemacht werden. Zurück zu Lech und seinem Camper-Check. Hier sieht der Gepäckrahmen gut aus. Lech hat in Polen Kfz-Mechaniker gelernt. Vor 30 Jahren kam er nach Frankfurt, schraubte an Wohnmobilen und spezialisierte sich auf US-Camper. Kaum einer weiß wie Lech, wo man die Ersatzteile herbekommt und was sie kosten. Und wie sieht's hier aus? Vordere Achselbremse müssen wir tauschen. Das sieht man. Und die Bremsfläche, ist nur halbe. Die muss voll sein. Ja, ne, die Scheiben sind Schrott. Ja und? Was kostet der Spaß? Also so eine Scheibe kostet Pi mal Daumen $1.000 in Amerika. Plus die Belege dazu, das ist wieder so um die $600. Plus die Fracht. Also hier kostet die, also den ganzen Spaß, nur die Teile um die 4.000 €. Bei Robin wird's ganz sicher noch teurer. Aber der Grand Villa mit seinem 8,3 Liter Motor ist eine Rarität. Und innen sieht er noch top aus. Und du machst schon Neues. Das machst du auch alles neu, du. Ja. Dinge, die man beim Robin nicht tun sollte, ist unaufrichtig sein. Er hat eine ganz, ganz hohe Sensibilität für die Unaufrichtigkeit. Und er sagt ja immer, Junge, wenn was schief geht, müssen wir boxen. Und das möchte ich mit Robin nicht. Er war ja mal auf dem Weg ins Profiboxlager, also er weiß schon, wo er hinhauen muss. Nach dieser wichtigen Zusatzinformation halten wir besser etwas mehr Abstand. Und das ist ein Wohnmobil, normalerweise, ne, wo ewig hebt. Hält. Eigentlich immer hebt. Hält. Bis ich die Augen zumache, muss es heben. Also halten. Ne, das heißt also noch 30 Jahre kommen da drauf. Ne? Schaffen wir. Warum nur 30? Der Grand Villa gilt doch eigentlich als unzerstörbar. Micha auf dem Weg zum nächsten Auftrag. Was liegt an? Der Sun Voyager bekommt Inspektion und neue Federn vorne. Das Schloss schließt wahrscheinlich andersrum. Ne? Jo, der war offen. Die Aufgaben sind bei den beiden Schraubern klar verteilt. Micha ist Kundenbetreuer und Mädchen für alles. Lech ist eher der schweigsame Schrauber. Das Fahrzeug kommt aus Bayern. Fahrwerk und Ventildeckel müssen gemacht werden. Jo, da haben wir was zu tun. Wie lange brauchst du dafür? So ein Tag. Pi mal Daumen, wenn alles glatt läuft. Bist du sicher, dass alles glatt läuft?
90%. Bleiben 10% Restrisiko. Stimmungswechsel bei Micha. Da kriege ich einen Föhn. Jetzt bin ich zum 4. Mal, mache ich, was diese Fuck-Kaffeemaschine will. Schwing, rein, Wasserleitung anschließen. Ich habe alles gemacht, was sie will, was mir dieses elektronische System vorgibt. Zum 5. Mal. Irgendwo ist ein fucking Fehler. Und die Jungs wollen Kaffee. Die Jungs wollen wirklich Kaffee? They say a man ain't no man. He ain't got a Blech kämpft mit den 10% Restrisiko. ain't no man. If he ain't got a helping hand. Nein, Mann. Komm ich nicht richtig dran. Woran hängt's? Der Splint muss raus und der will nicht. Musst du immer und immer wieder irgendwas improvisieren. Bei Schraube ist fest, da ist es fest, da ist angerostet, die will nicht raus. Also da muss man immer so ein bisschen spielen, hin und her. So, Maschine bereit, Service, Programm. 4, Start. So, jetzt müsste sie gehen. Tasse unterstellen, voilà, Kaffee. Jo, und aus. Und was kommt raus? Nothing. Es kommt nothing raus. Sie hat einfach keinen Bock. Ne? Jo. Bei Lech dagegen läuft's nach Plan. Und jetzt guck mal, die sind viel dicker. Viel dicker als die alte. Dann Fahrzeug kommt gleichzeitig richtig nach oben. Okay, also Fahrkomfort und Straßenlage verbessern sich. Du pumpst nur. Stefan packt mit an. Er arbeitet hier eine Woche zur Probe. Ain't no man. If he ain't got a helping hand. So, jetzt kannst du langsam pumpen. Mach mal zu und pump. aber dein Bein steht im Weg. Übrigens, wenn bei Lech die Kippe qualmt, dann läuft's. Weiter pumpen. Ja. If he ain't got a Ja. helping hand. Ja. So hey man, Ja. if you can, Noch ein bisschen. gut. Gut. Das war gut. Und bei Michael? Und jetzt müsste sie spülen. Macht sie auch nicht. Nee, ich hab da keinen Bock mehr. Ah ja gut, dann hier haben wir, kloppt die Kaffeemaschine zusammen und ist sie repariert. Ich habe ja schon mal einen Computer durchs Büro geschmissen, weil der nicht so funktioniert hat, wie ich wollte. Weißt du noch? Das war nicht gut. Also gerade Elektronik. Naja. Dann gehe ich jetzt rüber zum Franz. Hat einer Kleingeld? Hast du Kleingeld? Nein. Super. Nö, dann fahr ich zum Bäcker und hol... Willst du auch Kaffee? Lieber nicht. Ja, nimm unsere alte Maschine, Mann. Ja, aber die ist doch scheiße. Ja, ist Mann, doch dann haben wir ja scheiße. eine neue.
Ja, da fahren wir nicht um die ganze Stadt und holen wir Kaffee, also bitte. Ich würde jetzt lieber durch die ganze Stadt fahren. Aggressionen abbauen. Ne? Hast du nicht alle oder was? Naja. Letzter Versuch. Mittlerweile dauert Michas Kaffeekrise 3 Stunden. Und ich wollte die schon wegschmeißen. In der Zeit hat Lech die rechte Fahrwerksseite erneuert. Also Feder, Stoßdämpfer und Umlenkhebel. Ja. Oh, sie pumpt. Kaffee läuft. Ich mag's einen Kaffee? Nein, ich will nicht. Ha? Ich will nicht. Nee? Aber Zigarette, ne? Stefan, magst du Kaffee? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Das ist der Kaffee, den ich um 8 trinken wollte. Ja. Klar, es wird gearbeitet. Und so sieht Lechs Kaffeepause aus. Gerade haben Egners angerufen mit einem wunderschönen Pickup. Es sind Stammkunden, die werden jetzt natürlich dazwischen genommen. Irgendeine Kleinigkeit mit der Markise funktioniert nicht. Das Auto müsst ihr euch mal angucken. Vor der Halle warten Ralf und Angie mit ihrem V8 Pickup. Okay. Ja, ja. Ja, okay. Ich habe im Moment nicht aufgepasst. Einmal im Urlaub abgelenkt. Aber sonst ist nichts kaputt außer dem Tuch? Nee, nur das Tuch. Okay, da hat er sich geärgert, oder, Angie? Ja, war das erste Mal ganz ruhig. Und dann haben wir das Auto abgestellt und geguckt, was haben wir jetzt angestellt. Aber dann war es auch schon. Das bringt gar nichts, da einen Streit vom Zaun zu brechen oder sonst irgendwas passiert ist passiert. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir es wieder hinkriegen. Ich muss dazu sagen, ich bin seit 37 Jahren bin ich LKW, wo ich mit einem 40-Tonnen-Zug in der Weltgeschichte rumfahre. Und meine Schadensbilanz beläuft sich in der langen Zeit auf einen rechten Außenspiegel und ein kleines Rücklichtglas. Und dann ärgert einem so ein Fauxpas schon gewaltig. Weil halt jedes Mal, wenn ich hochgeschaut habe und habe es gesehen, hätte ich mir wieder in den Arsch beißen können. Wie sind dann eure Zukunftsplanungen mit dem Auto? Wo geht die nächste Reise hin? Das wissen wir noch nicht. Wohin wir dürfen. Am liebsten gerade noch mal abhauen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. 2,50. Die Tiefe brauchst du nicht zu messen, das ist eine Slide-Out-Awning. Und? Wird's diesmal teuer? Och, das ist gar nicht so dramatisch. Das Tuch, das ist nur eingezogen. Ich sag mal, bis es drin ist, das Tuch, ist bestenfalls eine Stunde Arbeit. Also ich sag mal, das ist ein blaues Auge, womit er davon gekommen ist. Lechs Zigarettenpause ist schon lange beendet. Jetzt wird die linke Fahrwerksseite gemacht. Okay, hoch. Und da sind sie wieder. Die 10% Restrisiko. Ach, den scheiß Wagenhebel. Ja. Und das geht so nicht. Okay, warte mal. Lech, du hast gesagt, dein Job macht dir Spaß. Ich habe gesagt, dass mein Job macht Spaß. Ja, Jetzt nicht mehr, früher ja. Jetzt muss ich einfach machen.
Das Spaß ist schon längst vorbei. Man ist zu alt. Lech ist übrigens 60. Aber warte mal, wenn ich den so jetzt hebe, dann kommst du da nicht dran. Na, yes. Kosten niedrig, Stimmung top. Zeit für einen Blick in die gute Stube. Und hinten habt ihr die beiden Sessel drin, ne? Also das ist richtig chefmäßig. Wenn du musst, kann ich mal reingucken? Selbstverständlich. Da musst du mal reingucken. Ja, genau, das sind unsere Kinosessel. Die sind also sehr bequem, auch gut geeignet, um einzuschlafen vorm Fernsehen. Die kann man hier ausklappen, nach vorne schieben und gemütlich da sitzen. Was denn das? Oh, das ist meine Wärmflasche. Ja, das ist der Angus. Die Heizung und die Wärmflasche, das sind meine besten Freunde, wenn wir unterwegs sind im Herbst und Winter. Eigentlich ist es ja Jean das Schaf. Und ich hatte meine Brille nicht auf. Und dann habe ich hier die Schrift wohl auch noch auf dem Kopf gehabt. Und irgendwie habe ich Angus gelesen, obwohl da ganz was anderes draufsteht. Und seitdem heißt er Angus. Aber Angus ist doch eigentlich ein Rind. Ja, egal. Was ein riesen Innenraum. Wie reagieren da eigentlich eure Besucher? Boah. Das ist meistens das, weil die Leute vermuten das nicht, wenn sie das Ding nur von draußen sehen. Und wenn sie dann hier die Treppe hochkommen und so den ersten Blick in den Raum werfen, und da kommt meistens boah. Es gibt so schöne Plätze, wo man stehen kann. So was hat man in einem Hotel nicht. Und ich bin daheim. Ich schlafe in meinem eigenen Bett. Ich kann mir Kaffee kochen oder was zu essen machen, wann ich will. Ich kann aber auch essen gehen. Ich bin total flexibel und das ist das, was uns gefällt. Es ist Nachmittag bei den Schraubern. Bei Stefan und Lech läuft's, oder? Okay, er sitzt hier. Da sind wir auch, okay? Okay, weiter. So, weiter, hoch. Stopp. Warte mal, Moment. So, hoch. Ja, wieso geht das nicht? Aber jetzt, jawohl, ja. Alles gut. Okay. Kaffeepause. Gemeinsame. Mit Hallnachbar Franz und Probearbeiter Stefan. Thema: viel Arbeit, wenig Mitarbeiter. Ich meine, eigentlich ist es wirklich so, noch busy und du brauchst eine Sekretärin, gell? Wir brauchen Leute. Bei der Arbeit wirst du schmutzig, ist laut, staubig. Ist so. Einfach. Du brauchst ja dringend Mitarbeiter, ne? Ja, weil ich schon alter Sack bin. Und weil du gesundheitlich angeschlagen bist. Nö. Nö. Ich bin fit, tippitoppi. Momentan. Darf man es erzählen? Darf man? 28. Dezember. Wir haben natürlich wieder artig gearbeitet. Ich auf dem Dach. Auf einmal höre ich: Michael! Und da dachte ich, jetzt werde ich verarscht, weil der Ton so komisch war. Da habe ich nicht sofort darauf reagiert. Michael! Dachte ich, das ist jetzt komisch. Und dann gehe ich hin, dann sitzt er da mit dem Herzinfarkt. Dann kam ein Krankenwagen, dann kam der Notarzt. Dann wurde der gute Mann eingeliefert. Hat 2 oder 3 Stints bekommen. Also insgesamt habe ich jetzt 3. 3. Und am nächsten Tag um 15 Uhr ruft er an: bring Zigaretten mit, hol mich aus der Klinik, ich drehe am Rad. Da sage ich habe aber mit deiner Familie geklärt, dass du mal bis ins Neujahr bleibst. Ich bring mich um, ich hol mir ein Taxi. Naja, dann musste ich ihn abholen. Dann hat er seine Zigarette bekommen und fortan hat er weitergearbeitet. Lech. Oh. Ja. Na, sag mal was. Das schaffst du gleich.
Mach mal die Kamera aus. Du wirst gleich schaffen. Aber zack, ne? Wie haben sich die beiden bloß gefunden? Ja, ursprünglich hatte ich als Fotomodell und Schauspieler gearbeitet und war dessen allerdings ein bisschen überdrüssig. Ich habe mir immer anderes auch vorstellen können und kaufte mir ein Wohnmobil in den USA. Zwangsläufig ist dann der Kontakt zu Lech entstanden, aber ich hatte keine Ahnung von Wohnmobilen und über die Jahre hinweg hat er mir das Schrauben beigebracht. Ja, vor 20 Jahren haben wir uns kennengelernt und er war Schauspieler und wollte was anderes machen und dann habe ich gesagt, ja gut, dann komm, machen wir und Hauptsache, der hat irgendwie ein bisschen diese technische Verständnis, ja. Ja. Als Lehrer so hat er sich viel Zeit gelassen. Also im Sinne von, es war manchmal wirklich wie Gummi, bis ich irgendwas in Erfahrung bringen konnte oder bis er mir zur Seite gestanden hat. Aber was lange währt, wird endlich gut. Und so ergänzen sich die beiden. Fast perfekt. Denn Micha macht nicht nur den Schreibkram und die Büroarbeit, er ist auch für die Raumgestaltung verantwortlich. Dazu gehören seiner Meinung nach auch Ölgemälde. Nicht nur fürs Büro, Das ist zu klein. sondern auch für den Speiseraum nebenan. Spitzweg haben wir schon. Schlussspurt bei Lech. Jetzt sind die Ventildeckel dran. Ja, dann mache ich neue Ventildeckeldichtung. An einer Seite kriegt eine neue Ventildeckel und auf der anderen Seite machen wir den Ventildeckel sauber und neue Dichtung. Ja, weil der verliert Öl bei dem Ventildeckel. Da war doch noch was mit 10%. Die will nicht, okay. Ausgerechnet die letzte Schraube verkrotzt. Och, das ist eine Bohrer, leck mich. Es ist echt brutal, lecker mir. Endlich ist da. Tagwerk geschafft, Kippe brennt, fast perfekt. Nur Micha bittet noch um ein Gespräch. Das ist der Watzmann, aber das Bild kann ich eigentlich streichen. Da haben wir einfach nur ein Bergbild mehr. Aber guck mal, das Schiff zum Beispiel, das beobachte ich jetzt schon seit Monaten. Guck mal, das Segelschiff hier bei schwerem Seegang, 380 €, Verhandlungsbasis. Ja, kannst du selbst kaufen, von mir aus. Ja. Wir haben eine Treibjagd und ich hätte gern noch zum Beispiel hier einfach nur ein Pferd von der Seite. Das sieht so gut aus. Auch wieder so eine ruhige Szenerie. Noble Gesellschaft. So, jetzt passen wir auf den Strich auf. Guck mal hier. Noble Gesellschaft. Ja gut, das ist in Polen. Oh, boah. Was? Aber achte mal auf den Strich. Guck doch mal, wie das gemalt ist. Wasser und Glas und Gesichter sind am schwersten zu malen.
Manchmal gibt es Probleme. Ich sage, mach den Unterbodenschutz, dann nimmst du den kleinen Pinselchen und mach den mit dem kleinen Pinsel den Unterbodenschutz. So klein, weißt du? Was hat denn was? 10 Meter lange Fahrzeug. So, sag, hier hast du Pinsel, mach das. Ja, ich mach ordentlich. Und mach mit dem kleinen Zeug da, weißt du, das stehe ich mal so da und oh Gott, nervt mich das. Und wer zahlt die Kunstsammlung? Wie immer. Ich zahle alles. Und wie viel? Puh. Na, wie viel? Ich weiß nicht. Also ein gebrauchter Bentley springt nicht dabei raus. Nein, ich glaube, das teuerste Bild, das ich mal gekauft habe, das war runtergesetzt von 700 auf 400. Ja, aber wie viel ist insgesamt? Und wird Stopp mit dem Zeug. Da haben wir kaum mehr Platz. Ja. Aber wir haben hinten noch einen Raum, der ist auch komplett... Es ist Abend geworden. Lech schon auf dem Weg nach Hause. Für Micha der perfekte Zeitpunkt, um handwerklich aktiv zu werden. Entrosten mit dem Nagler. Anstrengend, staubig und laut. Eine Arbeit, die keiner machen will. Für ihn eine Arbeit, die ihn entspannt. Micha und Lech. Ein außergewöhnliches Gespann.